wir haben eigentlich nur mit dem gearbeitet, was wir haben. Valentin spielt Schlagzeug und ich spiele Gitarre. Das war irgendwie so, okay, wie wär's, wenn wir da nochmal, den Siggi, der spielt doch Bassklarinette. Probieren wir es mal aus. Die erste war jetzt, also erste Platte. War noch ein Finden von dieser Band, was es überhaupt ist, mit allen unseren Ideen, die wir schon irgendwie hatten. Und, die zweite war Ultra Kahl, wo sich's wirklich, das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt Edi Nulz. So klingt die Band. Ultra Kahl klang Edi Nulz sozusagen schon wie eine Rockband, aber jetzt auf der vulgären Kante klingt es wie eine dreckige, geile Rockband. Und das ist der wichtige kleine Schritt. Der wichtige kleine Schritt. Aber irgendwie auch mehr Jazz, finde ich, dabei. Und zwar eben diese Räudigkeit vom Jazz. Was Jazz für mich nämlich eigentlich ist. Es ist nämlich eine derbe Musik eigentlich. Und ja, ich glaube, da sind wir näher dran an dem, was wir wollen. Ja. Der Jazz muss wieder derbe werden. Ja, er muss wieder derbe werden. Ja. Mir haben immer schon Sachen interessiert, die mit großer Präzision ausgeführt sind, aber trotzdem noch so klingen, als ob sie hingeschludert sind. Oder umgekehrt Sachen, die eigentlich total geschludert sind, das heißt, niemand kennt sich mehr aus, also wir vor allem. Das Publikum glaubt trotzdem noch, dass wir gerade was spielen, was total kompliziert ist und ausgeschrieben. Also das passiert uns, glaube ich, relativ oft, dass wir Sachen spielen, die komponiert sind, die so klingen, als ob wir improvisieren und umgekehrt. Ich glaube, Edi Nulz ist live deswegen ein Erlebnis, weil es einfach eine unfassbare Liveband ist, ja? Weil die Interaktion einfach wahnsinnig groß ist und wahnsinnig hoch ist. Es passiert ständig irgendwas und in eben dem Moment, wo man sich quasi in Sicherheit wiegt, kommt schon wieder irgendwas anderes um die Ecke. Wir improvisieren mit den Formen, wir improvisieren mit den Stücken selber sozusagen, ja, weil die Stücke sind eigentlich relativ kerzengerade aufgeschrieben. Und ein ganz großer Unterschied für mich zu früher ist auch, früher haben wir einfach nur Noten gespielt und jetzt sind wir quasi eine Rockband, die halt ein bisschen komplizierteres Zeug spielt, als das Rockbands normalerweise tun.
wird einem sicher nicht langweilig beim Edi Nulz Konzert. Das kann ich versprechen. Ja. Weil es kommt viel, was man kennt und das wird zerstört und es wird wieder aufgebaut, also wieder zerstört. Dann werden wir überrascht, dann wird das Publikum überrascht und am Ende versuchen wir es trotzdem zu finden. Ja. Macht Spaß.